principles and values such as human rights, democracy and the rule of law in crisis. Joint efforts to countering disinformation must continue. In time of crisis, it's also important that we limit the negative consequences of restriction of free movement of people, especially workers that commute across our borders. We have also discussed the situation in Ukraine and the implementation of the Minsk agreements. I visited Kyiv and the line of contact Stasynya Lushanska in March and witnessed the very difficult situation the local population has. We agree that more must be done to implement these agreements and that Russia in particular needs to assume responsibility. We also agree that the restriction of freedom of movement for the OSCE monitors in the areas not controlled by the government are completely unacceptable. For our part, we underline that we fully support the efforts in the trilateral contact group and the Normandy format. As incoming OSCE chair, we look forward to working closely with Germany on this file. Today, Heiko and I also confirmed the progress in our bilateral like-minded initiative, which will further deepen and broaden our already close cooperation in a number of areas. Let me emphasize that Sweden and Germany are committed to promote concrete progress on nuclear disarmament. We are working jointly in this regard through our initiative launched the 11th of June last year, gathering 16 countries with a constructive disarmament engagement. And we have a particular message to deliver in this regard. A pandemic could be compared to an uncontrolled nuclear chain reaction in slow motion. We must show the same resolve in countering both. In the next few days and weeks, 190 governments were supposed to meet in New York for the review conference on the Non-Proliferation Treaty. This year marks the 50th anniversary of the entry into force of the treaty. It is our common responsibility to secure its future and revitalize nuclear disarmament. The COVID-19 crisis has left no choice to postpone the NPT review conference, but our engagement will not be suspended. It remains as strong as ever. There is an opportunity to be seized. We have gained more time to bridge the gaps and identify common ground. Time to activate the full potential of diplomacy. Nuclear weapon states have a leadership role to play. We want them to take concrete action. The Stockholm Initiative participants have jointly proposed a whole set of measures, stepping stone to advance nuclear disarmament, and we stand ready for discussion on how to turn them into reality. And by that, I would leave the floor to my friend and colleague, Foreign Minister Maas. Please. Ja, vielen Dank, Anne. Ich freue mich sehr, dass wir heute zumindest digital die Möglichkeit hatten, ausführlich miteinander zu sprechen. Ich würde mich noch mehr darüber freuen, wenn wir uns auch bald möglichst wieder persönlich treffen können. Denn Deutschland und Schweden verbindet eine exzellente bilaterale Zusammenarbeit. Und bei den großen internationalen Themen stehen wir jeweils auf derselben Seite und wir würden die Zusammenarbeit mit Schweden gerne noch weiter intensivieren. Natürlich haben wir die Zusammenarbeit auch in Corona-Zeiten besprochen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns auch gegenseitig informieren über die Wege, die wir gehen, um miteinander und voneinander lernen zu können. Wir sind uns darüber einig gewesen, dass sich die Koordination der Europäischen Union in dieser Krise mittlerweile enorm verbessert hat. Das betrifft die gemeinsame Beschaffung medizinischer Güter und die Zusammenarbeit bei der Forschung an Impfstoffen. Es betrifft die Aufnahme von Intensivpatienten aus anderen EU-Ländern in unseren Krankenhäusern. Und es betrifft auch, wie Anne bereits erwähnt hat, die Rückholaktion. Die Schweden sind ja ähnlich reisefreudig wie die Deutschen und deshalb ist es auch keine Überraschung,
dass wir auf unseren Rückholflügen etwa 380 schwedische Reisende mit zurückgebracht haben. Und wie Anne bereits gesagt hat, und dem stimme ich voll und ganz zu, eine große Herausforderung bleibt das Grenzmanagement. Wir alle wünschen uns eine schnelle Rückkehr zu Schengen. Und ich kann auch die Ungeduld vieler Menschen verstehen, die jetzt ihren Sommerurlaub planen oder an der Grenze leben und darauf angewiesen sind, dass sie ohne Probleme so in der Vergangenheit irgendwann wieder die Grenze passieren wollen. Klar ist aber auch, dass alle Schritte zur Lockerung kontrolliert und koordiniert erfolgen müssen, weil ansonsten die bereits erzielten Erfolge bei der Eindämmung des Virus aufs Spiel gesetzt werden könnten. Dennoch, Europa ohne Grenzen ist eine der großen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte gewesen, und diese Errungenschaft dürfen wir nicht verspielen. Und deshalb haben wir ein großes Interesse daran, koordiniert in der Europäischen Union Stück für Stück zu Schengen zurückzukommen. Wir haben gerade mit der größten Rückholaktion der Geschichte fast 250.000 deutsche Reisende zurückgeholt. Wir können und wir wollen im Sommer eine solche Aktion nicht noch einmal wiederholen. Und deshalb müssen wir in den kommenden Wochen sehr genau darauf achten, ob irgendwann die Voraussetzungen wieder bestehen, ungehindert reisen zu können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das aber überhaupt nicht der Fall. Was uns noch lange beschäftigen wird, ist die wirtschaftliche Wiederbelebung in der Europäischen Union. Wir haben in kürzester Zeit über 1,5 Billionen Euro mobilisiert, und wir werden noch weitere Mittel brauchen, um die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Folgen der Corona-Krise bewältigen zu können. Und dabei meinen wir, dass dieses Geld nicht in die Vergangenheit investiert werden soll, sondern es muss klug und innovativ eingesetzt werden, auch zu Themen, die im Moment etwas in den Hintergrund gedrängt werden, die Beschleunigung der Energiewende, die Digitalisierung, aber natürlich auch in die Vorbeugung künftiger Pandemien. Wir haben auch über unsere gemeinsame Initiative zur atomaren Abrüstung gesprochen, die uns beiden außerordentlich wichtig ist. Atomwaffen sind und bleiben eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Und deshalb bleibt unser Ziel Global Zero, eine Welt ohne Atomwaffen. Und nur mit gemeinsamen Anstrengungen, mit beiderseitigem Vertrauen und gegenseitiger Kontrolle werden wir diesem Ziel wirklich näher kommen. Wir dürfen nicht erst aufwachen, wenn es zu spät ist. Die Zeit zur nuklearen Umkehr ist jetzt. Und mehr denn je brauchen wir in den kommenden Jahren unsere gesamte Kraft für die Revitalisierung der Wirtschaft, für Investitionen in die Zukunft und nicht für ein neues Wegrüsten. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir brauchen einen Dialog zwischen den Nuklearstaaten und den Nicht-Nuklearstaaten. Und genau dafür steht die Stockholm-Initiative, die ihr, liebe Anne, letztes Jahr ins Leben gerufen habt und die von uns unterstützt wird und die wir gemeinsam in der kommenden Zeit voranbringen wollen. Wir wollen gemeinsam den Stillstand bei der nuklearen Abrüstung überwinden und das Nichtverbreitungsregime stützen. Herzlichen Dank. A question to both Minister Linde and Minister Maas. The EU might right now face its biggest crisis in history. What has been the main problem of cooperation between the member states during the ongoing pandemic, and why? Well, thank you for the question. Well, initially, we saw a number of problems, like export restriction for personal protective equipment, transit restrictions, and all of these need to be lifted. On the longer term, we need cooperation to resolve these issues. On this score, I have to say I am optimistic. There is a genuine will to both cooperate and coordinate. And despite the challenges, great efforts has been made to find common solutions. For example, to share healthcare professionals, to repatriate our citizens, and to limit non-essential travel to EU from third countries.
as well as sizable rescue packages. Thank you. Ich glaube, es gibt vor allen Dingen zwei Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Das erste bestand darin, dass eine Pandemie und Epidemien in dem Umfang wir in Europa nicht gekannt haben und wir insofern in vielen Fragen Neuland betreten haben, wie man sich einer solchen Krise gegenüberstellt. Und zum Zweiten ist es in einer solchen Situation nun einmal so, dass natürlich die Länder in ihrer nationalen Verantwortung nationale Entscheidungen treffen müssen, die sich orientieren an der Situation vor Ort. Die ist in unterschiedlichen Ländern in Europa nun einmal unterschiedlich. Deshalb muss man auch unterschiedlich zunächst einmal reagieren. Man muss die Voraussetzung dafür schaffen, dass die Handlungsfähigkeit im eigenen Land gewahrt bleibt, um überhaupt anderen helfen zu können oder um sich mit anderen zu koordinieren. Und ich bin sehr froh darüber, dass das in den letzten Wochen immer mehr gelungen ist und wir in vielen Fragen europäisch uns koordinieren, so wie es ja im Rat auch gestern noch einmal deutlich geworden ist, insbesondere was die wirtschafts- und die finanzpolitischen Folgen angeht, dass wir dort jetzt einen gemeinsamen Weg gehen. A question to both ministers. Can you describe in concrete terms how Sweden and Germany are cooperating to meet the medical and economic challenges of the corona pandemic? And what are the chances that Swedes can visit Germany this summer and that Germans can visit Sweden? Well, thank you for that question. Actually, both Sweden and Germany are very strong supporters of the single market, and we are pushing very heavily together to get a fully functioning single market as helping the EU, as a way of helping EU out of this crisis. And we have supported each other in specific cases to maintain the functioning production and delivery lines between Germany and Sweden for critical medical equipment. Also, our ministers of health are pursuing similar proposal in the frequent meetings of the EU health ministers. There is an e-health project within the Swedish-German Partnership for Innovation, and that has been proven relevant for further development of the corona-related solution. Also, Sweden and Germany have pushed important priorities in the EU discussion on Europe's economic recovery. And we have been vocal about protecting the democracy and the rule of law in this crisis. Our ministers in different areas, health ministers, we as foreign ministers, and also our prime ministers are consulting each other closely, have video meetings and calls. And also we work together when it comes to donors of humanitarian aid, because both Sweden and Germany are very generous in when it comes to this issue. And finally, the question about if we can have a vacation in each other's country. And actually, it will be very difficult this summer to maybe travel anywhere. We have from the Swedish Minister of Foreign Affairs advice against all travel until the 15th of June, and then we will make a new recommendation after that. But I think all citizens has to be prepared that it will be difficult to travel for a long time, as long as we can see from this horizon. Thank you. Für die gemeinsame Kooperation in der Corona-Krise. Wir arbeiten zusammen bei der gemeinsamen und koordinierten Beschaffung medizinischer Güter. Wir kooperieren bei der Forschung an Impfstoffen und etwa auch die Koordinierung von Rückholflügen. Deutschland hat fast 6.000 EU-Bürger mitgenommen auf diesen Rückführungsflügen, dabei auch viele Schwedinnen und Schweden. Und auch Schweden hat Deutsche aus Mali zurückgeholt. Und letztlich auch bei dem, was gestern im Rat besprochen worden ist, was die Finanzhilfen angeht, auch dort gibt es eine sehr enge deutsch-schwedische Zusammenarbeit. Das 540 Milliarden Paket der Eurogruppe, das Wiederbelebungsprogramm, das wir jetzt brauchen, ist auch zwischen Deutschland und Schweden sehr eng
abgestimmt worden. Und auch, um das einmal zu erwähnen, hat Schweden auf unsere Bitte auch die vorübergehende Vertretung Deutschlands in Nordkorea übernommen, wo wir unsere Botschaft temporär schließen mussten. Was die Frage angeht, wann sich Deutsche und Schweden wieder in die Arme fallen können, ich hoffe, so schnell wie möglich. Aber ich stimme dem zu, was angesagt hat. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass es einen Sommerurlaub, wie wir ihn kennen, in diesem Jahr nicht geben wird. Es wird alles davon abhängen, wie die Bekämpfung des Virus sich gestalten wird. Und deshalb müssen wir damit rechnen, dass in diesem Sommer das meiste nicht so sein wird, wie wir es gewohnt sind. Auf deutscher Seite Fragen eingesammelt von Journalisten. Die erste Frage kommt gemeinsam vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, dem Spiegel und dem ARD-Hörfunk. Herr Minister Maas, es gibt nun immer mehr Lockerungen in Deutschland. Geht Deutschland jetzt den Weg in Richtung schwedisches Modell und kann es etwas von Schweden im Umgang mit dem Coronavirus lernen? Und für Frau Ministerin Linde, gibt es am deutschen Vorgehen etwas, das Sie gern in Schweden umgesetzt sähen? Die Zahl der Toten in Ihrem Land liegt, gemessen an der Einwohnerzahl, deutlich über denen in Dänemark und Norwegen. Wie lange hält die rot-grüne Minderheitsregierung in Schweden ihren liberalen Kurs in der Pandemie noch aufrecht? Ist er nicht doch zu riskant? Fange ich jetzt an? Ja, ich glaube, dass in den Fragen, welchen Weg man geht, sich ganz einfach nun einmal orientieren muss an den Begebenheiten, die man in jedem Land vorfindet. Ein Land, das so besiedelt ist wie Deutschland, ist anders aufgestellt als ein Land, das so besiedelt ist wie Schweden. Und deshalb müssen wir national auch Entscheidungen treffen, die unterschiedlich sein können, die sich orientieren an den Begebenheiten, die es in den Ländern gibt. Umso wichtiger ist es, sich miteinander auszutauschen, was bei dem Weg, den man selber eingeschlagen hat, funktioniert und voneinander zu lernen. Wir haben in Deutschland sehr strikte Maßnahmen ergriffen. Wir werden schrittweise diese Maßnahmen lockern, aber immer nur so weit, wie die Verbreitung des Virus uns das erlaubt. Und deshalb ist in Deutschland, wo die Abstimmung ja zwischen dem Bund und den Ländern ohnehin noch vorgenommen werden muss, ein Weg, den wir für richtig halten, immer gemessen an der Situation, die wir in Deutschland vorfinden. Und ich glaube, das muss zu einem gewissen Grade dann auch jeder für sich selber entscheiden, denn bedauerlicherweise sind die Verbreitungszahlen sehr unterschiedlich. Wir in Deutschland werden diesen Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, weitergehen, aber wir werden sehr, sehr vorsichtig mit den Lockerungen umgehen. Denn alles, was wir vermeiden wollen, ist eine zweite Welle, die uns deutlich härter treffen wird, sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich. Und das wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Thank you for the question. Well, I think that all countries are more or less having the same goal, and that is to prevent the virus from spreading, to save lives, and to get our health systems to work under this pressure, and also to mitigate the economic consequences. And the strategy that each country has chosen is because it fits our countries. So that's why, for example, Sweden has a mixture of legally binding measures and of recommendation. But in our case, recommendations are seen as something that you should follow. And we also are concerned that this is not a sprinter race, it's a marathon. And we would like our measures to be able to be kept for a rather long time. And that's why we will continue with the path that we have had, and I'm sure that we can learn from each other. But I think the evaluation of what has happened in all different areas is too early to say now. We will see this after the pandemic is over. Thank you. Dann haben wir noch eine Frage von der Nachrichtenagentur Reuters. Zunächst an beide Minister.
Hielten Sie eine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase wegen Corona für gut? Und dann für Frau Ministerin Linde: Behindert es nicht doch die von allen gewünschten Grenzöffnungen, dass die Aufhebung der Reisebeschränkungen, wenn ein Land wie Schweden einen sehr viel liberaleren Kurs bei Corona fährt, weil dies Ängste in den EU-Partnerstaaten auslöst? Ob ich die Verlängerung der Brexit-Verhandlungen und die Fristen, die es dort gibt, bis zum Ende des Jahres für gut halte oder nicht, ist unerheblich. Die britische Regierung lehnt das ab und das hat sie in der letzten Woche noch einmal deutlich gemacht. Sicherlich wird unter den Voraussetzungen der Corona-Krise das nicht einfacher werden. Für uns bedeutet das, dass der Abschluss der Verhandlungen in unserer Ratspräsidentschaft, also in der zweiten Hälfte dieses Jahres, liegen wird und wir uns in der Ratspräsidentschaft mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten darum kümmern werden, dass diese Verhandlungen zu einem für die Europäische Union und Großbritannien guten Ergebnis führen. Well, thank you very much for the question, and I would say that each country is doing the fight of the pandemic and trying to save life and to cope with the extra possibilities for the healthcare system to work under this pressure. And from our part, it's both legally binding measures and recommendation, and it's a myth in other countries that life goes on as normal. In Sweden, it does not goes on as normal in Sweden. So I think that we together in EU should coordinate going to a more normal situation in time. And I think that no country should be afraid of any other country, that the governments are not doing the very, very best to fight this pandemic. When it comes to Brexit, I would say that if we consider that the timeline was very strained, to say the least, from the beginning, I would say that a prolongment would be positive. Thank you. Thank you very much, both ministers, and have a nice day. Bye-bye. Hope to see you soon. Take care. Bye-bye. Stäng av. Ja.